Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Ja, heute geht es um Diff-Gehäuse. Einmal das Schimmen von den Diffs im Gehäuse und einmal um die Fehlerursachen, was hier ja öfters, also was ich öfters erlebt habe, was kaputt geht und wodurch sich so ein Diff verabschiedet. Gut, klar ist das auch durch die Belastung. Irgendwann gibt das Material natürlich auf. Das bleibt leider nicht aus. Aber es gibt noch so ein paar Sachen, ja, die man falsch machen könnte und wodurch dann halt das Diff auch kaputt geht. So, wir haben hier ein AMA 6S Diff-Gehäuse, Diff. Das kann man allerdings auch für ja, andere Marken nutzen. Also die sind sich ja alle irgendwo ähnlich und das, was man hier jetzt einstellt, das kann man grundsätzlich auf andere Marken auch anwenden. Ja, wir fangen an mit den Problemen, die ich so festgestellt habe, die es so gibt. Zum ersten die Lager. Wenn die Lager ausgeschlagen sind und der Triebling sich drin bewegen kann, ja, dann kann es natürlich auch, dann laufen die nicht mehr schön synchron übereinander und können sich leicht schräg zueinander ablaufen und dadurch gehen die natürlich kaputt. Was oft war, ist dieses Originallager, das hintere, das kleine Lager. Also da hatte ich schon des Öfteren, ja, bei alten Autos, die da schon ausgeschlagen waren, wo der Triebling dann halt Spiel drin hatte. Immer darauf achten, wenn der da drin steckt. Ja, wenn der da drin steckt, sollte man den nicht bewegen können. Also wenn man den so schon bewegen kann, dann sollte man die Lager tauschen. Hintere ist viel wichtiger wie das vordere. Das vordere kann sich zur Seite drücken, aber wenn das hintere kaputt ist, dann läuft das auch schon mal schräg. Dann ist es besonders gefährlich, sage ich mal. Ja, zum anderen Spiel einstellen. Ganz wichtiges Thema. Wenn wir das Diff hier drin haben, dann haben wir hier ein seitliches Spiel, was wir mit den Schimmscheiben ausgleichen müssen, beziehungsweise das Spiel vom Triebling zum Tellerrad einstellen müssen. Ich kann das jetzt hier bei dem hier nicht so wirklich vorführen, da das hier ein altes Diff ist, was schon gelitten hat. Da sind schon 2, 3 Zähne schon stark beschädigt, aber zum Vorführen wird es reichen. Das ist jetzt ein neues Diff-Gehäuse, deswegen hat der hier auch kaum Spiel drin. Wenn man jetzt alte Diff-Gehäuse hat, dann hat man da schon mehr Spiel drin, da das hier Plastik ist und eigentlich nur hier so eine kleine Kante das aufhält. Jetzt nicht, sieht man das. Also hier ist die kleine Kante, die das Lager da aufhält und ja, das leiert natürlich mit der Zeit ein bisschen aus. Und dann kann das Spiel natürlich größer werden. Also sollte man da nicht pauschal mit einer Schimmscheibe arbeiten, die da original reinkommt, sondern man sollte das immer überprüfen, indem man das reinmacht und guckt, ob das ganze Spiel hat. Dann die Schimmscheibe reintun. Bei den 43:10, also Create Outcast und so, da kommt die auf der Seite, auf der Tellerradseite drauf. Hier ist das zum Beispiel auch mit der Schimmscheibe, die original dabei ist, schon recht stramm. Aber so viel Luft ist da eigentlich immer, dass man die Scheibe dazwischen kriegt. Beim alten, wie gesagt, ist da natürlich mehr Luft drin, dann passt da auch schon mal ein bisschen mehr rein. Dann sollte man das halt ausschimmen, das Spiel vernünftig einstellen, dass man halt ein bisschen Spiel hat, nicht zu viel. 0 ist auch nicht gut, dann reiben die Zähne sich ab. Also so ein bisschen Spiel sollte drin sein. Dann kann man natürlich auf der anderen Seite auch noch mal zusätzlich eine Schimmscheibe drauf machen.
und das Spiel ausgleichen. Aber auf jeden Fall sollte das seitlich kein Spiel haben. Zum anderen der Triebling mit dem Ausgang. Der Ausgang sollte man vorher reinmachen. Wenn man jetzt den Triebling gewechselt hat, einmal den Ausgang raufstecken, dann am besten so eben festhalten und dann die Mahnenschraube anziehen. Wenn das jetzt so mit Abstand festgezogen ist, dann kann der Triebling hier drinnen noch mal hin und her und dann passt das eingestellte Spiel dann auch nicht mehr. Also festhalten, anziehen, nicht zu stramm, dann, da man dann die Lager zueinander drückt und die Lager dann schwergängig werden. Nur so leicht zusammenhalten, dass der bündig abschließt und dann festziehen und dann sollte das passen. So, das haben wir, das haben wir. Also wenn der da drin sitzt, den lassen wir jetzt mal weg. Dann habe ich noch des Öfteren gehabt, dass hier die Gewinde kaputt gehen. Wenn der Deckel da drauf sitzt, dass die Gewinde kaputt gehen und dann hat man den Halt nicht mehr. Dann kann sich das Diff so rausdrücken, wenn der den nicht mehr korrekt hält. Und dann passiert dann natürlich auch, dass die schnell überspringen und dann geht das natürlich auch kaputt. Wenn das Gewinde hier kaputt ist, ja, dann kann man sich ein neues Diff-Gehäuse holen. Oder ich habe das schon mal probiert mit Helicoil-Einsatz. Das funktioniert hier ganz gut. Ja, damit kann man so ein Diff dann noch mal kurzzeitig retten, beziehungsweise ja schon länger. Also ich habe eins, was ich immer noch fahre und das funktioniert eigentlich ganz gut. Liken, teilen und abonnieren nicht vergessen. Ja, viel mehr gibt es da auch nicht so zu sagen. Das war's dann für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch geholfen und wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Ja, bis demnächst in der RC Werkstatt.